Royal Enfield. Ja, knapp über 4.000 Euro, 4.100 Euro. Janosch, du sagst, mehr Motorrad fürs Geld gibt es nicht, oder? Nee, also mehr Motorrad, also zum Motorradfahren. Natürlich gibt es jetzt die Leute, die bei dir auf dem Kanal direkt sagen, die hat einfach viel zu wenig Leistung, knapp über 20 PS, was willst du damit? Sie hat ein schönes Drehmoment, sie ist ein Langhuber, das ist kein Japaner, das ist ein sehr klassisches Motorrad, ein sehr modernes Motorrad. Man sitzt drauf wie auf dem Shopper, aber es ist kein Soft-Shopper aus den 80ern, wie wir den noch kennen. Da ist richtig Motor drin. Der hat zwar eine Einspritzanlage, sieht aber aus, als hätte er einen Vergaser. Also auf jeden Fall hat dieses Motorrad auch eine Daseinsberechtigung. So, dann Schwiegersohn, schieb mal gerade die Aber blaue raus. Er kennt sich ja auch bestens mit der Marke Royal Enfield aus. Ich setze mich mal einfach mal drauf. Ja, du bist jetzt 1,67 Meter. Genau. Tatsächlich, aber ist das auch ein Mädchenmotorrad, wie hier für deinen Schwiegerpapa? Das ist ein Unisex. 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 Nein, das aber- ist halt wirklich ein Aber Motorrad. guck mal, er kommt ja hin, 1,67, Ja, das eben, ist ja. perfekt, oder? Es gibt auch noch eine tiefere Sitzbank. Ne? Es gibt noch eine tiefere Sitzbank, die ist so serienmäßig bei 76 cm, was schon recht niedrig ist. Ja. Und die geht nochmal mit der tieferen Sitzbank nochmal auf 64 cm. Also ich wollte dem Janosch jetzt schon die niedrigere geben. Ja, würde ich auch machen. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat er einen tollen Schwerpunkt. Also auch wenn man so ein bisschen kipplig auf den Beinen ist oder Wiedereinsteiger, Motorradfahrer, Kinder sind aus dem Haus, ich möchte ein bisschen cruisen, optimal. Also Du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man sagen. Ist das du auch Motorrad? nicht mehr, ne? Wir sind gleich alt und Scheiße. Wir sind Muss das alt. jetzt erwähnen? Ja, Die hatten Navi mit drin? Genau, die hatten Navi. Da von Royal Enfield, spezial auf Google-Basis natürlich. Und Build with Google. Das ist ziemlich cool. Genau. Das verbindet sich mit dem Handy. ja, und dann zeigt er mir die Pfeile an, wo ich abbiegen muss. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, ne, Sven? Wir verirren uns auch mal. Er hat aber so Turnschuhe an von Essex, ja. Und das ist so. Ich würde aber hier schon so Lederstiefel, aber du kannst damit fahren, wie du willst. Es gibt keine Konventionen für das, oder? Nein, das stimmt. Der Janosch trägt die Turnschuhe, weil die nochmal 12,5 Jahre jünger machen. Ist so. Fahr mal. Langhuber kommt von unten. Langhuber kommt von unten. Also das ist auch von der Motorcharakteristik echt schön fürs Cruisen ausgedacht. Ne? Das ist ein 350er Einzylinder. Wunderschön, das macht halt einfach Spaß. Was krass ist, ja. Position ein bisschen laid back, ein bisschen zurückgelegt, nicht ganz so aufrecht. Wow, guck mal hier, hat er sogar durch diese maximalen Drehmomentleistungen hat er das gezogen. Da geht es aber gar nicht drum. Es geht darum, zum Beispiel Cruisen auf der Landstraße, sich ein Loch im Bauch freuen, weil man gerade mal etwas über 4.000 Euro mit der Mehrwertsteuer bezahlt hat. Und dafür kriegst du dann so ein klassisches Motorrad. Aber die sind alle nicht teuer von Royal Enfield. Das ist so ein bisschen so der Knackpunkt. Du hast also ein klassisches Design, du hast kein Retro, sondern die bauen Motorräder durchgehend. Wie lange schon? Schon seit 1901. Also das ist damit der älteste Motorradhersteller in durchgehender Produktion. Wir haben nie aufgehört, immer die Werke am Laufen gehabt. Seit 1901, also jetzt dieses Jahr seit 121 Jahren. Ja, leider noch Technik von vorgestern. Das ist so, da mussten sie sparen. Er hat einen Vergaser, hat kein ABS, er hat Trommelbremsen. Zum Glück Technik von gestern. Ne? Das ist eine moderne Entwicklung, basierend auf alter Technik. Ne? Das heißt, die Ein Entwicklung... Bremslicht. Ja, und ABS hier in den Fingern. Also, Der hat doch echtes ABS, ne? Ja. der hat echtes Bosch ABS mit drin. Er hat 2 riesen Scheibenbremsen, aber nicht von irgendjemand, sondern von einer Untermarke von Brembo. Genau, das ist Bybrake. Das ist eine Untermarke von Brembo. Die kümmern sich um die Mittelhubraummotorräder, so nennen die es. Klar, die ganz großen bekommen dann einen echten Brembo-Schriftzug, aber Bybrake ist auf jeden Fall schon mal solide Technik. Ne? Continental, Einspritzung, Bosch ABS, Ja. alles top. Ja, es gibt leider keinen Unterfahrschutz, oder? Dafür. Natürlich gibt's das. Schau mal hier, wir haben Da. bei der hellblauen Meteor, das ist die in der Supernova-Fassung, da haben wir einiges an Zubehör dran. Ne? Das ist einmal der Unterfahrschutz, der Motorschutzbügel, wir haben das große Touring-Windschild hat die schon serienmäßig in der Supernova-Ausführung. Wir haben noch Aluspiegel dran gemacht, einen Seitenkoffer dran gemacht. Dadurch wird das Teil halt unheimlich touringfähig. Ne? Eine Sissi-Bar. Eine Sissi-Bar ist bei Supernova tatsächlich schon serienmäßig. Auch bei der dunkelblauen ist sie serienmäßig. Ich habe sie abgemacht, einfach um mal zu zeigen, wie sie ohne aussieht.
Und gerade mit der braunen Touring-Sitzbank sieht das meiner Meinung nach unheimlich schön aus. Es war gut, dass du abgemacht hast. Allerdings mein Sohn, der wird dann sagen, machst du gleich wieder dran. Aber wenn du alleine fährst, sieht ein bisschen, gell? Ich bin auch bereits mit meiner Frau gefahren, die sagt, es gibt nichts Bequemeres als eine Sissi-Bar, wenn sie mitfährt. Aber klar. Könnt ihr euch mal beide... Optisch ist es Bei uns Geschmack. hieß das doch damals anders, Sven. Wie denn? Du weißt, als wir noch cool waren in den 70ern, da hieß In den das... 70ern. Da war das doch unser Bonanza-Fahrrad. Ich hatte ein Bonanza-Fahrrad, das hatte auch so einen Bonanza-Sattel, nannten wir den damals. Weißt so, noch, du meinst mit der vom- Dreigangschaltung da von Mars, die in der Mitte, und dann hattest du hier so ein Quelle. Schwänzchen. Ja, von Mars gab es den doch. Dann habe ich zur Von Mars. Kommunion geschenkt bekommen. Damit war ich der Coolste im Dorf. Die coolste Sau in Königswinter. Du bist hier geboren, Königswinter? Ich bin gebürtiger Königswinterer, ich bin aber in Bonn aufgewachsen. Also auch Bonn aufgewachsen. Beide Eltern kommen ja aus Ungarn. Genau. Das hat dazu auch geführt, dass du relativ lässig bist und sagst, hey, die Welt ist nicht nur da, um Stress zu haben, sondern um runterzukommen. Am Wochenende mal bei diesem schönen Wetter und Sonnenschein. Wir haben heute den 4. März. Es ist irre warm, wenn die Sonne denn scheint. Und geht's jetzt los bei euch? Es geht jetzt los. Ne? Wir haben den Saisonstart, es stehen schon einige Events vor der Tür. Und sind wir mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als bei klarem Himmel, wolkenlosem Himmel, mit einer Enfield eine Runde zu drehen? Ja, denn das Ganze entspannt. Du willst gar nicht heizen, du kannst auch gar nicht heizen damit. Aber trotzdem muss man, ich sag mal, vorsichtig fahren. Du empfiehlst grundsätzlich Schutzkleidung anzulegen mit allem drum und dran. Das geht nicht anders, oder? Nein, Schutzkleidung ist immer eine gute Sache. Also bitte zieht immer den Helm an, wenn ihr mit dem Motorrad fahrt. Nicht nur ein Helm, zieht euch bitte Lederkleidung an. Klar, auch alles andere. Das ist einfach, klar, man zieht im Verkehr meistens den kürzeren. Aber wenn ich mit der Enfield unterwegs bin, kann ich defensiv fahren. Ich kann meinen Spaß haben. Ich kann einfach entschleunigen. Ist natürlich nichts, um damit jetzt, obwohl in so einer, ich sag mal, Harley-Gruppe, das Einzige, was nicht geht, ist auf der Autobahn mal schnell nach Stuttgart fahren. Das geht nicht. Also Höchstgeschwindigkeit hier 120? Ja, 120 schafft ihr. Also auf der Autobahn geht, aber es macht, sind wir mal ehrlich, auf der Autobahn mit dem Moped macht doch keinen Spaß. Spaß macht die auf der Landstraße, in Kurven, geradeaus fahren. Da, wo man 100 fahren darf, das macht sie ziemlich souverän. Die hat im 5. Gang... Also nicht wie eine 125er, Endgeschwindigkeit 95, ist nee. hier anders. Die hat Power. Klar. Die schafft die 100 komplett ohne Probleme. Ne? Die hat insgesamt 5 Gänge. Der 5. Gang ist ein Overdrive, das heißt, der ist noch was länger übersetzt. Da erreichen wir nicht die Höchstgeschwindigkeit von 120, aber fahren mit 105, 110 mit einer entspannten Drehzahl einfach vonstatten. Ja, wir schauen uns mal ganz kurz unsere Weltpremiere an. Die kam gerade erst raus, die Classic 350 für Leute, die noch auf Speichen stehen. Da haben wir ein eigenes Video zugedreht, guckt euch das an. Mehr Motorrad kriegst du auch nicht fürs Geld. Das Ganze gibt es dann auch noch in Chrom. Dann habt ihr eine Zweizylinder. Genau, die Interceptor und die Continental 650. Entweder einmal hier als Interceptor in gemütlich, so ein bisschen klassisches Motorrad und einmal hinten weiter die Continental. Ne? Die kann man dann ein bisschen sportlicher fahren. Zurückversetzte Fußrasten. Motor, Rahmen, Bremse ist aber immer identisch bei den 650ern. Das ist die Meteor und hier steht sie, die Continental. Nee, das ist auch eine Meteor, in schwarz. Die ist jetzt ein bisschen teurer, gell, die schwarze? Genau, die ist in matt schwarz. Das ist die Stellar-Variante, die fängt bei 4.400 € an. 4,4. Aber überleg mal, 4,4 für ein komplettes Motorrad. 4,4. Und dabei sogar noch Mobilitätsgarantie, 3 Jahre Garantie. Genau. Euch gibt es ja auch schon seit irgendwie 70 Jahren, glaube ich. Also ihr seid Genau. auch kein Händler, der morgen wegrennt. Automobile Müller feiert dieses Jahr das 70-Jährige tatsächlich. Ja. Ne? Wir sind seit 20 Jahren hier oben. Wir sehen auch da vorne, kann ich dir gleich noch zeigen, ein altes Schild von unserem Autohaus damals. Ja. Die Ladezeit ungefähr, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine normale Wallbox habe? Die ist sofort wieder vollgeladen, stromtechnisch. Ja. Die fährt mit E10, E5? E5, E10, alles was du willst. Spielt keine Rolle. Also es ist auch kein Problem für die Dichtung, wenn du E10 fährst? Nee, ist kein Problem. Ist alles mittlerweile zugelassen. So, du würdest aber empfehlen, super bleifrei, oder? Super 95 ist immer eine gute Wahl. Ne? Hier steht sie. Continental Twin. Genau, ist einer der beiden Twins. Ne? Ist jetzt hier mit der Einzelsitzbank mit Lenkerenden, Spiegeln. Mach mal an. Ich will mal hören, wie sie hier steht. Was kostet sie? Wie sie hier steht, die ist in der Einfarbung-Variante bei 7.200, wenn ich mich nicht irre. Mit dem Zubehör, mit der Sitzbank, der Abdeckung hinten, den Spiegeln, ungefähr 7,5.
Gut, jetzt werden viele sagen, weil ich mache ja ganz viele Mountainbike-Videos, E-Bike-Videos, da ist 7,5 auch kein Problem mehr heutzutage, 10.000 auch nicht. Dafür gibt es ja ein Motorrad, aber das Problem ist, das fährt ja von alleine. Vielen wollen ja dann auch noch treten, dass da ist 2 verschiedene Welten, die da sind, aber für knapp über 7.000 Euro das Motorrad, ist das neu oder ist das dann gebraucht? Nee, die kommen tatsächlich neu so von Werk. Ne? Die haben eine Entwicklung basierend auf alter Technik, aber alles ziemlich modern entwickelt. Ne? Cool. Ja, hier vorne. Wir haben übrigens noch ein anderes Video gedreht, das wollen wir gerade mal zeigen, von dem Teil hier. Der absolute Antichrist von Royal Enfield. Ja. Voll elektrisch, chinesisch. Genau, das ist die Suron Stormby. Ist natürlich das komplette Gegenteil, wie du schon sagst. Ne? Ja. Ist nicht für die Straße, ist fürs Gelände, ist kein Benziner, ist elektrisch. Hat 500 Newtonmeter. 520 Newtonmeter im Hinterrad, ja. Das ist abartig. Ist halt Elektrotechnik, ne? Ja, es ist so Reichweite, 60 Ja, 50 Kilometer vielleicht. Kilometer. Aber die geht unvorstellbar, ne? Ja, die macht halt unheimlich Spaß, ne? Ist nicht zu vergleichen. Haben wir ein Video gemacht, gestern hatten wir einen Stuntfahrer ja hier. Genau, haben den das Dennis Ganze Janssen. Ja, Dennis Janssen aus Königswinter hatten wir hier. So, zeig mal dein Schild, wo ihr irgendwie 500 Jahre alt seid, dass wir das mal sehen. Hier sieht man auch so ein bisschen, Royal Enfield hat euch ja Werbematerial zugeschickt bei der Geschäftseröffnung. Genau. Wann war das? Wann habt ihr aufgemacht, Royal Enfield? 2020 haben wir angefangen. Also vor 2 Jahren. Genau. Hier haben wir zum Beispiel noch das alte Schild. Ne? Das ist von unserer Firma das alte Schild. Und dann halt die ganze History Wall hier von Royal Enfield mit allen. Sag mal, ist das so, in Ittenbach gibt es ja immer noch so irgendwelche Schüler, die ein Tee malen? Oder gibt es das nicht mehr? Ständig. Also, ehrlich? Ja, es ist kein Spaß. Auf dem Ortsschild wird es regelmäßig entfernt, aber auch regelmäßig wieder neu draufgemalt. Ehrlich? Ja. Nee, wir haben bei uns, gibt's in Rheinland-Pfalz einen Ort, der heißt Farschweiler. Und es gibt einen Ort, der heißt Otzenhausen im Saarland. Ja, okay. Ja, das sind halt so Ortsnamen, ne? Die hören sich im ersten Moment ganz normal an, aber lassen sich halt leicht verändern. Die haben immer gesagt, die aus Farschweiler haben das F getauscht mit Otzenhausen. Ja, genau, die haben sich ausgetauscht. Das ist dann Import und Export. Das ist die Marke so ein bisschen, also das T-Shirt ist auch wirklich original so alt? Ja, klar, das ist uraltes T-Shirt, das haben wir hier. Nein, natürlich nicht. Aber das spiegelt so ein bisschen die Geschichte wieder. Ne? Hier zum Beispiel sieht man die allererste Royal Enfield. Ne? Das ist 1901 wurde das gebaut, mit noch einem eingeschweißten Rahmen im Tank. Das ist ein nachgestelltes Bild, oder? Nee, das ist das originale Foto. Originale Foto mit den originalen Gründern. Ne? Da würde ich aber aufpassen, dass keiner das Foto hier jetzt klaut. Das ist das ist natürlich eine Replika. Ja, ist eine Kopie natürlich, ja. Aber das Foto ist original damals geschossen, das ist nicht nachgestellt. So, und damals haben auch Frauen natürlich viel Motorräder gefahren. Und hier sehr beliebt die Variante, dass man auch zurückgucken kann mit dem Maschinengewehr. Genau, richtig. Ne? Damals hat Enfield ziemlich viel im Krieg Motorräder gebaut. Wir sehen auch da oben den Flying Flea, ne? Das ist der fliegende Floh. Das war eine 125er, die konnte man mit Flugzeugen vom Himmel abwerfen mit dem Fallschirm. Und da konnten die Bodentruppen damit weiterdüsen. Einer der einzigen Motorräder, die das konnte. Sie werden jetzt, also in Indien ist das Volksmotorrad und genauso müssen die auch funktionieren. Das ist aber da schon High-End in Indien. Also wer eine Royal Enfield hat, der hat es gepackt, oder? Ja, also ich sag mal so, das ist auch hier kein altes Motorrad. Ne? Das ist moderne Entwicklung, wie gesagt. So, dein Name ist Aaron Decker. Genau. Und du bist hier Produktspezialist für das Thema Royal Enfield. Auch gezeigt haben wir Himalayan. Das ist ein ganz anderes Konzept. 400 Kubik Motor, 411 oder sowas. Und kommt nicht ganz von unten raus, aber hat Power durch Drehmoment, durch Drehzahl. Genau, Power durch Drehzahl, beziehungsweise eigentlich ziemlich gleichbleibend. Die hat im unteren Drehzahlbereich nicht allzu viel Leistung, aber dafür mittleren bis oberen Drehzahlbereich halt genau da, wo es für lange Touren und für lange Geländefahrten halt hilfreich ist. Der Feldweg. Habt ihr schon ein paar verkauft, dass ihr sagen könnt, Sie haben die ersten 300 Kilometer überlebt? Ja, also wir haben schon einige Enfields verkauft, die sind sehr beliebt natürlich. Und das sind wunderschöne Motorräder zu einem echt klasse Preis. Also einfache Technik, H4, H7, nichts LED groß, also tagfallig klar, aber alles, worauf es wichtig ankommt, kriegst du. Service ist wahrscheinlich wie bei Mercedes-Benz weltweit. In jedem Ort hast du einen Partner. Wie viel gibt es in Deutschland? Es gibt um die 80 Händler in Deutschland. Mittlerweile schon? Ja. Okay. Also das ist ein gut gesättes Feld. Das heißt, du bist nicht der Einzige, aber du hast wirklich viele eingekauft. Das heißt, ihr seid euch sicher, dass ihr die loskriegt. Der Markt ist enorm, oder?
Ja, der Markt ist enorm, die Nachfrage ist enorm danach, deswegen muss man immer welche auf Lager haben. Wir sind froh, dass wir mittlerweile so gut beliefert werden von Enfield. Da hört man von vielen anderen Herstellern ja das Gegenteilige, aber wir sind da wirklich gut beholfen. Und hier gibt es ja auch keine großen Chipsätze. Das ist also relativ easy. Die Farbe gab es vorhin nur in Indien. Wie heißt sie? Das ist Lake Blue, die gibt es seit Mitte letzten Jahres auch hier in Europa. War zuerst nicht geplant, aber da dann doch viele Fans danach gefragt haben, hat man sie dann doch nach Europa gebracht. Protestaktionen. Sie waren in Berlin auf der Straße, haben demonstriert, gib uns Lake Blue. Und dann haben die Inder gesagt, na gut, wenn ihr es so haben wollt. Aber Fangemeinde in Europa ist groß? Ist richtig schön. Also wir haben ja auch den Riders Club in ganz Europa. Ne? Davon sind wir auch eine Niederlassung. Wir sind der Riders Club Königswinter. Wir haben du lachst. Das ist übrigens der Ort, ich bin mal, da vorne ist der Ölberg, an dem der schlechteste D1-Empfang ist überhaupt. Ich habe zwar volle Lotte 4G, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt nur eine DSL-Leitung an die Mobilfunkbasisstation gebaut. Ja, wir arbeiten noch mit Funk. Funk, so ist das. Ja, Königswinter, da sind wir heute am 4.3.2022, kurz vor Beginn. Die Meteor 350, ja, die Frage der Frage, es gibt ja mehr wie blau und schwarz, oder? Klar, es gibt enorm viele Farben. Ne? Es gibt auch noch gelb und rot. Wir haben auch einen riesigen Vorlauf an Motorrädern. Ja, das heißt, auch wenn die Lieferzeiten mal nicht so gut sind, sind wir immer ziemlich gut aufgestellt und haben viele Farben sofort auf Lager. Wenn nicht auf Lager, dann im Vorlauf, kurzfristig verfügbar. So ist das. Royal Enfield Meteor 350, ein ausgewachsenes Männermotorrad für 4.000 und? Ab 4.190 Euro. In der Version, wie sie hier steht, in der Stellar Blue Variante 4.390 plus die Sitzbank sind wir ungefähr bei 4.600. So ist das. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Aaron. Tschüss, Sven. Viel Spaß. Müller Motors in Königswinter. Tschüss.